Udine doesn't need to raise its voice to be noticed. It's a city that speaks through the clean lines of its spaces, the order of its rhythms, the kind of simplicity that becomes beauty. Als ich in die slowenische Nationalmannschaft berufen wurde, musste ich nicht lange überlegen. Es war eine Möglichkeit, meinen Eltern etwas zurückzugeben. Meine Eltern haben einen slowenischen Pass. Sie lebten viele Jahre dort und erhielten die Staatsbürgerschaft. 1993 zogen sie nach Lienz in Österreich, um in einem Restaurant zu arbeiten, und dort wurde ich geboren. Mein Idol war Zinedine Zidane, weil ich mich an ihn von der Weltmeisterschaft 2006 erinnere. Für mich hat er damals unglaublich gespielt. Jeder wollte damals Zizou sein. Heute sage ich in jedem Interview Luka Modrić, wegen seiner Spielweise, aber auch wegen seiner Persönlichkeit. Sein Werdegang im Fußball ist unglaublich. Es ist eine große Inspirationsquelle. Ich bin Sandi Lovrić, ich bin mitten in den Wäldern geboren. Vielleicht gibt es eine tiefe Verbindung zwischen mir und der Natur. Also in Udine lebt sich sehr gut. Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden bin in Udine. Denn Holz hier in dieser Gegend wird als etwas sehr Besonderes betrachtet, im Sinne von, wenn man Holz sehr richtig schleift, in den richtigen Händen, kann es zu etwas sehr Schönem werden. Aus etwas Wildem wird etwas sehr Schönem. La Federlegno Arredo è una filiera molto lunga, parte dall'albero al prodotto finito. Contiamo circa 65.000 aziende, 300.000 addetti per un fatturato complessivo di 53 miliardi. Di questi 53 miliardi circa 37-38% va verso l'estero, mercati esteri. Da es in Udine sehr viele Holzverarbeitungsfabriken gibt, wird auch sehr oft gerne Holz als ein besonderes Material in dieser Umgebung befürwortet. Mercati principali abbiamo il mercato francese, il mercato americano e il mercato tedesco. La filiera esporta circa il 37-38%, quindi una percentuale molto elevata, e il mondo dell'arredo addirittura arriva al 53%. La nostra filiera persegue in maniera molto decisa il processo di trasformazione verso la sostenibilità. Quindi si apre un varco molto importante per quanto riguarda i giovani, i quali devono essere preparati a questo tipo di necessità, così poter entrare in azienda già appunto con gli skill giusti. Here, where wood takes shape and ideas become projects, design is an everyday language. Die Liebe zum Detail, die Qualität der Arbeit, all das verbessert die Dinge. Ich weiß nicht, ob meine Bearbeitung schon abgeschlossen ist, aber ich gebe jeden Tag mein Bestes, um mich weiterzuentwickeln. Sandi Lovrić approaches the game the way an architect approaches space, with vision, control and precision. In Österreich ging ich zu Sturm Graz, 7 Jahre dort, dann kam Lugano in der Schweiz und jetzt Udinese. Es gibt große Unterschiede zu meinen vorherigen Erfahrungen. Hier in Udine gibt es eine hervorragende Organisation. Es fehlt an nichts. Meine Teamkollegen haben mich vor 3 Jahren gut aufgenommen. Aber ich erkenne an, dass die Schweiz die Liga war, in der ich am meisten gereift bin und vor allem zu einem vollständigen Fußballer wurde, der jetzt Profi ist. Udine ist eine wunderschöne Stadt zum Leben. Sie ist eher klein, vom Verkehr verschont geblieben und, was ich besonders schätze, sehr ruhig. Die Menschen hier sind zudem sehr höflich. Ich will nicht sagen, dass ich auf der Straße nicht erkannt werde, aber man kann durch die Innenstadt spazieren, ohne alle 2 Minuten für ein Selfie oder ein Autogramm aufgehalten zu werden. Die Liebe der Menschen in Udine hilft uns. Die Fans sind essentiell. Ohne sie hätte der Fußball keinen Sinn. Sie haben immer mit uns gelitten.
Und es ist unsere Pflicht, noch härter zu arbeiten, um ihnen Freude zu bereiten. Was für mich wichtig ist in einem Ambiente, um zu wachsen, ist natürlich die Menschen. Am Ende des Tages, wir sind zwar Fußballer, aber am Ende des Tages sind wir natürlich auch Menschen. Und es ist wichtig, die Beziehungen untereinander zu Menschen, dass dich die Menschen akzeptieren, so wie du bist. Auch wenn du vielleicht aus einer anderen Kultur kommst, andere Sprache sprichst, ist es doch wichtig, eben, dass dich die Menschen akzeptieren. Und ich glaube, für mich ist wichtig, abgesehen vom fußballerischen Teil, den ich für Udinese leisten möchte, mit meinen Fähigkeiten am Platz, aber vor allem für mich ist auch das Menschliche wichtig, wie sich die Leute an mich hier erinnern werden, im Sinne von, dass ich immer positiv war, dass ich auch gern mit den Fans in Kontakt getreten bin, egal ob in der Stadt oder nach den Spielen. Und ich glaube, dass ich etwas Positives, eine positive Energie und auch im Sinne ein Vorbild für die Fans und auch für junge Spieler und junge Fans, das ist, glaube ich, welche Spuren ich hinterlassen möchte. Sich für den Verein wichtig zu fühlen, ist definitiv ein schönes Gefühl. Es ist auch ein Ansporn, der dich dazu bringt, noch mehr für den Club, die Fans und die Stadt zu geben. Udinese, firmato da Sandi Lovrić, minuto 52, il raddoppio dei Friulani. Also, wir gehen jetzt zum Castello di Udine. Das ist eins der schönsten Plätze in Udine, auch eins der Symbole, die man in der Stadt Udine findet. Und gibt es auch, wenn man oben ist eines der schönsten Aussichtspunkte in Udine, wo man dann eigentlich die ganze Stadt sieht und etwas sehr Besonderes in Udine. Also, wir sind jetzt hier vor dem Eingang vom Museum vom Castello di Udine. Wie eben schon gesagt, wir sind jetzt an einem der höchsten Punkte in Udine, wo man eigentlich die ganze Stadt beobachten kann. Und es waren zwar ein paar Stufen, einige Treppen, aber ich glaube, dass jetzt, wenn man die Aussicht und so sieht, dass es das eigentlich wert ist und wie gesagt, wirklich ein besonderer Ort in Udine. Also wir sind jetzt hier in einem sehr besonderen Raum, wo sehr besondere Gemälde hängen von dem Künstler Tiapolo, der auf einer Ebene mit den bekanntesten Künstlern der Welt ist, wie Michelangelo und Leonardo da Vinci. Sehr, sehr besondere Gemälde, die diesen Ort noch spezieller machen und dem Ganzen noch besonderen Flair geben. Und wie gesagt, also ein sehr, sehr bedeutsamer und sehr spezieller Ort. Also der Fußball für mich bedeutet Leidenschaft, gleichzeitig auch Wachstum. Denn im Fußball lernt man Menschen kennen, im Fußball lernt man mit Herausforderungen umzugehen. Eigentlich alles, was im Leben auch auf dich zutrifft, das lernt man im Fußball auch. Und alles ist verbunden eben für mich mit der Leidenschaft, weil mit der Leidenschaft auch wenn es manchmal nicht einfach ist, aber hast du diese extra Motivation, die das Feuer in dir brennen lässt, um eben den Schritt zu machen und um eben auch zu wachsen als Mensch, als Fußballer und in allen Bereichen. Was die jüngeren Spieler in der Mannschaft betrifft, versuche ich immer tagtäglich ein Vorbild zu sein für die jungen Spieler im Sinne von der täglichen Arbeit, im Sinne von der Professionalität und wirklich als Führungsspieler voranzugehen und auch in schwierigen Momenten seien es nun Tipps oder Ratschläge zu geben. Was aber zählt, ist wirklich tagtäglich, es ihnen vorzumachen und voranzugehen. Friulian hat eine andere Mentalität und seine Arbeitsweise unterscheidet sich von der anderer Trainer. Er fordert sehr viel Professionalität von uns. Er möchte immer offensiv spielen, aber seine Einstellung und sein Arbeitsstil sind wirklich beeindruckend. Er ist eine positive und charismatische Person. Friulian legt großen Wert auf die mentale Herangehensweise seiner Spieler. Wenn er sieht, dass du zu entspannt bist, weiß er, wie er das Feuer in dir entfachen kann. Und umgekehrt, wenn er dich beruhigen muss. Taktisch fordert er von uns, mit und ohne Ball aggressiv zu sein, vor allem in den Umschaltmomenten. Er will einen offensiv ausgerichteten Spielstil.
Qualität der Serie A ist extrem hoch. Deshalb habe ich nicht lange gezögert, als Udinese mich angerufen hat. Es war eine einfache Entscheidung. Ich bin überglücklich, mein Serie A-Debüt in einem so schönen und geschichtsträchtigen Stadion wie San Siro gegeben zu haben. Als ich das Spielfeld betrat, hatte ich großartige Emotionen, auch wenn das Ergebnis an diesem Tag nicht positiv war. Körperlich fühle ich mich jetzt stärker, bin robuster in den Zweikämpfen und lese das Spiel besser. Diese Entwicklung hängt auch mit der Systemumstellung unter Runjaic zusammen. Udine doesn't chase trends. It anticipates them, shapes them, lives them. And on the pitch, just like in the local wood and furniture companies, everything begins with a simple rule. Do things properly. Diese Saison ist meine bisher beste Version. Es freut mich, wenn die Leute sehen, dass ich mich für dieses Trikot einsetze. Für einen Spieler ist es wichtig, dass die Menschen erkennen, dass er immer 100% gibt. Ich bin Sandi Lovrić und lebe in Udine.